Mehr Personal im Krankenhaus. Ich glaube, jedem ist klar, warum. Früher hatte ich Zeit. Ich hatte Zeit für meine Patienten, für meine Arbeit. Konnte auch noch mal über Dinge nachdenken. Das kann ich jetzt alles nicht mehr. Ich habe einfach keine Zeit mehr. Ich hetze nur noch rum. Mehr Arbeit, mehr Patienten, deutlich ältere, deutlich kränkere Patienten. Es geht immer nur ums Geld am Ende des Tages. Das führt auch dazu, dass Patienten, man sagt, blutig entlassen werden. Das heißt, eigentlich ist die Wunde noch nicht richtig abgeheilt. Eigentlich bräuchten sie noch 2, 3 Tage im Krankenhaus, aber sie werden schon entlassen, weil der nächste Patient wartet. Ich kann mich nicht mal zu einem sterbenden Patienten ans Bett setzen und den begleiten. Und das summiert sich irgendwann und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir einfach nicht mehr können. Und ich sehe auf jeder Station die Missstände, die da herrschen. Kolleginnen und Kollegen, die schon seit 30 Jahren oder erst seit kurzem irgendwie dabei sind, einfach am Verzweifeln sind. Ich erlebe wahnsinnig viele Kündigungen. Und besonders ich als Auszubildende erlebe eigentlich von Beginn an Demotivation. Ich prügel mir in der Theorie Wissen rein und eigne mir an, wie man eigentlich vernünftig pflegt. Und man kann es nicht in die Praxis umsetzen, weil man nicht angeleitet wird, weil kein Personal da ist, weil keine Zeit da ist. Und man wird irgendwie so seiner Illusionen beraubt, schon ab Ausbildungstag 1. Das ist so gemein. Wir sind zu dritt in Diensten maximal mittlerweile. In Diensten, in denen wir eigentlich zu 7 sein sollten. Das heißt, ich komme ins Geschehen rein, das Telefon klingelt, die Feuerwehr macht eine Notfallanmeldung. Ich habe parallel einen Schlaganfall zu liegen, einen Verkehrsunfall, einen Herzinfarkt und kann mich leider nicht 10-fach teilen. Das heißt, diese 3 Kollegen sind einfach zu wenig für diese Notfallpatienten, wenn man bedenkt, dass in der gesamten Rettungsstelle noch 40 weitere liegen. Also wenn da hinten irgendwas passiert, hoffe ich eigentlich inständig, dass ich da niemanden irgendwo hinten tot auffinde, weil ich vorne hänge bei den Notfällen. Und das ist ein Scheißgefühl. Tagtäglich stehen Kollegen alleine im Nachtdienst für 30 Patienten. Es stehen Azubis frühmorgens alleine auf Station, weil die einzige Krankenschwester, die noch da gewesen wäre, krank ist. Dass Kolleginnen 2 OP-Säle gleichzeitig betreuen müssen, also hin und her springen, das geht einfach nicht. Aber das ist mein tagtägliches Leben. Und deswegen finde ich es besonders gemein, dass der Arbeitgeber bei einem Streik dann auf einmal kommt mit, oh, ihr gefährdet die Gesundheit der Patienten. Nein, die sind tagtäglich, sind die Patienten gefährdet in unseren Krankenhäusern aufgrund des Personalmangels. Ja, in den Kreissälen ist es mittlerweile so, dass eine Hebamme bis zu 4 Frauen gleichzeitig unter der Geburt betreut. Hebammen müssen immer mehr Tätigkeiten ausführen, die ja gar nicht mehr Hebammentätigkeiten sind. Also wie viel Administration man mittlerweile ja erledigen muss. Man geht ständig ans Telefon, man geht ständig an die Tür. Es wird immer mehr Personal abgebaut. Und das bedeutet einfach im Anschluss nach einer Geburt den Kreissaal zu reinigen, weil es kein Reinigungspersonal gibt. Wir müssten Getränke schleppen, Betten beziehen und haben dadurch gar keine Möglichkeit, die Frauen kontinuierlich zu betreuen. Ich habe es erlebt, dass Kinder gesund auf die Welt kommen und dann krank ein paar Stunden später auf die Kinderintensivstation gebracht werden, weil das Kind unterzuckert in diesen 3, 4 Stunden nach der Geburt und die Hebamme aufgrund der immensen Arbeitskapazität keine Zeit hat, regelmäßig auf das Kind zu schauen. Das sind psychische, traumatische Auswirkungen. Ich kenne Frauen, die wollen beim 2. Kind einen Kaiserschnitt, weil sie sich so alleingelassen gefühlt haben. Ohne uns geht gar nichts. Wenn wir jetzt keinen OP-Saal sauber machen, kann keine neue OP stattfinden. Und viele Ärzte und auch Schwestern sehen das nicht so. Die denken immer, ach ja, die putzen, die können ja sowieso nichts, die können ja nur die Mopstange schwingen, das ist alles. Ist aber nicht so. Und ohne uns geht wirklich gar nichts. Wenn wir nicht da sind, können keine OPs stattfinden, keine Eingriffe, gar nichts, komplett nichts. Wir haben jetzt noch so eine Aufnahmestation mit dazu bekommen. Und die müssen wir halt in derselben Zeit auch noch mitputzen. Wir können das in der Zeit gar nicht schaffen. Es wird immer mehr Arbeit. Wir schreiben Gefährdungsanzeigen ohne Ende. Aber wir wehren uns. Und das hat aus mich so einen selbstbewussteren Menschen gemacht, dass ich sage, nee, bis hier und nicht weiter. Wir erkennen, dass wir unter den Voraussetzungen, dass Patientinnen gerade nur Fallpauschalen sind, dass unsere Arbeit immer weiter verdichtet wird im kapitalistischen System. Wir diese Bürde auf unseren Rücken nicht mehr tragen können. Und deswegen stehen wir jetzt auf der Straße, weil wir im Endeffekt keine andere Wahl haben. Das ganze Fallpauschalensystem, das DRG-System ist in sich krank. Das ist für eine bestimmte Behandlung nur ein bestimmtes
Kontingent an Geld gibt, ist doch, ja, ist einfach nur noch krank. Und wenn man sich einfach mal den Gebührenkatalog anguckt, es bringt dem Krankenhaus einfach nichts. Seit 2004 werden die deutschen Krankenhäuser über DRGs finanziert. Das ist ein System, das Krankheiten klassifiziert und mit einem Preis versieht, sodass sozusagen jeder Patient einen Preis hat, erstmal egal wie lange der Patient im Krankenhaus ist. Das heißt, nur volle Betten werden bezahlt, so wie wenn die Feuerwehr nur bezahlt werden würde, wenn es brennt. Zugleich sind alle Krankenhäuser in Konkurrenz zueinander gesetzt. Sie müssen also jedes Jahr mehr Patientinnen bekommen. Mit der Einführung der DRGs sind alle Gesetze, die regeln, wie viel Personal es für so und so viele Patientinnen braucht, außer Kraft gesetzt worden, damit man genau an dieser Stellschraube drehen kann. Das hat zu einer Konkurrenz um möglichst wenig Personal geführt. Die Pflegequote ist in Deutschland im Moment so niedrig wie in den ärmsten Ländern Europas. Und dementsprechend vernachlässigen wir auch die Angehörigen total, die das Gefühl haben, dass ihre Liebsten nicht gut versorgt werden. Und damit haben sie auch überhaupt nicht Unrecht. Ich habe keine Zeit, mich um meine Ehefrau zu kümmern, deren Mann gerade verstorben ist. Und von den Patienten selbst, da gibt es viele, die aggressiv werden, die ausfallend werden, uns beleidigen. Bei der Berliner Krankenhausbewegung ist was Besonderes, und zwar ist es so, dass wir erstmal 2 große Kliniken hier in Berlin zusammen in den Konflikt führen. Das sind insgesamt 11 Krankenhäuser, einmal Charité und einmal Vivantes. Und entscheidend ist, dass es nicht nur um die Beschäftigten in den Krankenhäusern geht, sondern bei Vivantes auch der Töchterunternehmen, die im Moment outgesourced sind, denn die fordern eine faire Bezahlung, also die fordern den TVÖD für alle. Und wir in den Krankenhäusern, also in den Bereichen der Pflege, in den anderen Funktionseinheiten, fordern endlich Entlastung, weil wir wissen, Krankenhaus ist immer Teamarbeit, es gehören alle Professionen dazu, Krankenpflegehelferinnen, Patientenmanagement, genau, Servicekräfte etc. etc. Also wir wollen eigentlich zurück zur Mutter. Also früher war die Reinigung immer direkt vom Krankenhaus. Man hat uns irgendwann ausgegliedert, Töchterfirmen gegründet, nur damit man sparen kann. Ehrlich gesagt, seit 2 Jahren so ungefähr überlege ich, ob ich doch nicht woanders arbeiten gehe, weil es ist einfach viel zu wenig Geld. Ich kann mir nichts leisten, Urlaub oder sowas, das habe ich nicht gemacht, schon seit Jahren. Und deswegen sollten wir zurück zu der Mutter, zu Vivantes. Das heißt nicht nur gleiche Bezahlung, auch Behandlung, auch mehr Respekt für unseren Beruf. Jetzt haben sie auch gemerkt anhand des Streiks, wir fehlen. Wir sind halt eine... Ich habe es immer mit einem Zahnrad verglichen. Wenn ein Glied wegbricht und noch eins wegbricht, irgendwann läuft die Kette nicht mehr. Wer das hier nicht sieht, der muss dumm sein. Da sind wahnsinnig viele Menschen dabei. Wir haben in allen Bereichen, in allen Stationen, haben wir Gespräche geführt, haben wir Kollegen geworben. Jedes Gespräch, jede Verhandlung wird rückgekoppelt in die breite Basis. Und über 8.400 oder fast 8.400 Kollegen haben gesagt, ja, wir sind dabei, wir unterschreiben, wir wollen das, wir wollen uns auf den Weg machen. Und wenn du dann auf einmal mit 500 Kollegen vor deinem Krankenhaus stehst, wenn man stark ist, kann man was verändern. Man kann die ganze Welt verändern. Wir fangen mit unseren Arbeitsbedingungen an. Seit März läuft ein 100-Tage-Ultimatum. Wir haben die Abgeordnetenhauswahlen und wir nutzen dieses politische Zeitfenster, um ordentlich Druck zu machen. Also das Besondere an dieser Bewegung ist, dass wir eigentlich schon sehr früh angefangen haben, ein Konzept zu entwickeln, wie wir eine möglichst hohe Transparenz herstellen können, eine extrem hohe Beteiligung im gesamten Prozess. Und da muss ich sagen, haben wir eine gute Unterstützung gehabt, auch durch erfahrene Campaigner. Und man muss einfach sagen, dieses System des Mitnehmens, den Kollegen auch alles erklären und sie auch mitentscheiden zu lassen, das ist ein wesentliches Element, weshalb diese Kampagne auch bis jetzt gut gelungen ist. Wir waren in meiner Abteilung am Anfang auch nur 3 Kollegen. Wir haben uns als allererstes diejenigen rausgepickt, die tatsächlich Respektspersonen waren, wo die Kollegen drauf gehört haben, immer
sich Rat eingeholt haben und haben die erstmal überzeugt, hey, wir müssen jetzt was ändern, die Arbeitsbedingungen sind super scheiße. Und sobald wir die an Bord haben, war es eigentlich super easy, dass die anderen mit eingestiegen sind. Ganz wichtig in diesem Moment ist natürlich, den Kollegen genau zu erzählen, wer das Ganze organisiert, was genau wir machen und sie ein bisschen meckern zu lassen. Das bedeutet, ich frage sie, wie es ihnen eigentlich in ihrem Arbeitsbereich geht, was sie stört, was ihrer Meinung nach besser sein sollte. Das führt dazu, dass sie Vertrauen fassen und anfangen, an die ganze Aktion zu glauben, weil ihnen endlich jemand zuhört. Danke. Es ist unfassbar, wie viele Personen sich da jetzt schon gefunden haben, wie viele nach wie vor in den Streik eintreten. Es werden täglich doch noch Stationen geschlossen, wo man am Anfang dachte, da ist die Beteiligung wahnsinnig klein. Wenn man ihnen diese Perspektive gibt, diesen Frust und diese Wut in diese Bewegung reinzufüttern sozusagen, diese Bewegung damit zu nähern, und es ziehen andere Kliniken mit. Wir haben es jetzt auch in die überregionale Presse geschafft. Ich war die erste Hebamme, die das in den Kreissaal hereingetragen hat, dass es eventuell zum Streik kommen kann. Und da habe ich eigentlich immer wieder die gleichen Sachen gehört. Wir Hebammen, wir können doch nicht streiken, wir lassen die Frauen alleine. Das geht doch nicht, ich kriege das mit meinem schlechten Gewissen nicht vereinbart. Und ich habe dann, während ich diese Gespräche geführt habe, gemerkt, dass ein Umdenken stattfindet. Und im Laufe der Zeit sind wir jetzt zu 85% organisiert bei uns im Kreissaal. Eine weitere Lektion, die ich jetzt gelernt habe, wenn man sich an die richtigen Politiker wendet, nonstop tagtäglich nervt, dann kann man wirklich was bewegen. Jetzt erwarten wir von der Politik, dass sie endlich das Mögliche möglich macht und umsetzt. Am Montag waren die Spitzenkandidaten der Grünen, der Linken und der SPD auf unserer Kundgebung. Und zeitgleich kam, dass es eine einstweilige Verfügung gegen den Streik der Vivantes Mutter gibt, also gegen unsere Kolleginnen bei Vivantes. Und die Politikerinnen waren live vor Ort, haben WhatsApp geschrieben, SMS geschrieben, telefoniert und sind am Ende aufgrund des Drucks von den Beschäftigten, die da waren, hoch in die Geschäftsführung gegangen. Dann gab es eine Pressekonferenz, bei der der Bürgermeister halt eindringlich an die Geschäftsführung appelliert hat. Und jetzt gibt es an beiden Kliniken Verhandlungen. Das heißt, der Druck, den wir erzeugen, zusammen mit der Gesellschaft, bei der Politik, kann auch zum Erfolg führen. Die letzten Tage waren der absolute Hammer, aber gleichzeitig auch ein Auf und Ab der Gefühle. Und wir stehen aber auf der Gewinnerseite. Wir werden diejenigen sein, die am Ende dastehen und ihre Forderungen durchbekommen haben. Schön laut, schön viele, und dann mischen wir jetzt Berlin auf. Da kriege ich jetzt eigentlich noch Gänsehaut. Das ist sowas von motivierend. Es sind so viele Menschen dabei. Ich kenne auf einmal Leute aus den Rettungsstellen. Ich kenne Leute aus dem Röntgen, mit denen hatte ich vorher noch nie Kontakt. Und wir stehen alle zusammen gemeinsam. Wir haben unsere Patienten hinter uns. Wir haben die Berliner Bevölkerung hinter uns. Wir haben hier in Berlin ein großes Bündnis Gesundheit statt Profite, wo auch die Zivilgesellschaft bei ist und das Ganze unterstützt. Wir haben mit Deutsche Wohnen enteignen großen sozialen Partner auch. Wir haben auch viele politische Unterstützerinnen. Wir mit der Berliner Krankenhausbewegung befinden uns ja jetzt schon in einem fortgeschrittenen Punkt von der Entlastungsbewegung, die 2015 an der Charité begonnen hat. Dann viele, wo das erste Mal ein Tarifvertrag abgeschlossen wurde, wo Vorgaben zu Personal, zur Entlastung geregelt wurden. Dann gab es bundesweit viele Nachahmer. Es sind mittlerweile, ich denke, an die 17, 18 Abschlüsse in dem Bereich auch gemacht worden. Und es ist klar, dass diese Abschlüsse immer aufeinander aufsetzen. Und vor allem ist es so, dass wir von den jeweiligen Auseinandersetzungen auch lernen. Anders als in vorherigen Bewegungen ist die Hierarchie so ein bisschen von unten nach oben. Wir sind vernetzt über Telegram-Gruppen, über Facebook, über Instagram, sodass wir natürlich auch mit den Teamdelegierten aus der Charité oder den Töchtern kommunizieren können. Das sind Kollegen, die man quasi in seinem eigenen Team wählt und die quasi dann Beschlüsse weitergeben. Und genau diese Entscheidungen, die übernimmt dann die Tarifkommission in den Verhandlungen. Das heißt, wenn die Tarifkommission irgendwann in den Verhandlungen nicht mehr weiter weiß, werden die Teamdelegierten befragt und können somit explizit die Wünsche der Kollegen mit einbringen. Ich bin ja selber Mitglied der Tarifkommission und habe also die Teamdelegierten als Stärkung empfunden, als Rückhalt und auch Motivation, muss man auch sagen, denn so lange in Verhandlungen zu sitzen, ist schon echt schlauchend. Das hat uns in der Argumentation gestärkt, das hat uns aber auch in der Durchsetzungskraft gestärkt. Diese Sprache, ihr seht, wie sie euch einfangen wollen.
Und wir haben halt dafür gesorgt, dass die Kolleginnen geschult werden. Wir hatten Streikschule und Seminare und Bildungsparts, wo wir halt, und das ist uns halt besonders wichtig auch, die Kolleginnen und Kollegen befähigen, auch für die Zukunft noch, auch für die Gewerkschaft aktiv zu sein. Unsere Forderung ist, wir fordern die Entgeltordnung TVED, das heißt, wir wollen so eingruppiert werden und wir wollen auch so bezahlt werden. Also der Streik hat aus mich eigentlich einen völlig anderen Menschen gemacht. Er war früher halt auch so ein bisschen mäuschenmäßig, aber der hat mich so gestärkt irgendwie innerlich, dass ich jetzt wirklich, wenn der Chef mir irgendwelche Aufgaben gibt, dass ich das immer erstmal hinterfrage, dass ich sage, nee, bis hier und nicht weiter. Die haben gehofft, dass wir einknicken, aber nee, wir haben durchgehalten, dadurch, dass wir halt diese große Bewegung waren und wirklich einer hinterm anderen stand. Dadurch konnten wir sagen, nee, wir machen weiter und ihr könnt es uns noch so oft verbieten, wir bleiben draußen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, die Gegenseite schläft ja auch nicht und legt uns da schon ordentliche Steine in den Weg. Und ich gebe immer noch mal zu bedenken, es handelt sich hier um kommunale Arbeitgeber. Und das finde ich eigentlich besonders schlimm, wie jetzt auf Kollegen Druck ausgeübt wird, wie gedroht wird mit Kündigungen, ihnen erzählt wird, sie kriegen kein Geld, sie versuchen es vor Gericht uns zu zerren mit einstweiligen Verfügungen, unser Grundrecht auf Streik, ich sage es einfach nochmal, zu verhindern. Das zeigt, dass wir was bewirken können, dass sie vielleicht auch ein bisschen Angst haben vor der Bewegung. Wir stehen hier jetzt quasi vor dem Abgeordnetenhaus und begrüßen Politiker, geben ihnen unsere Forderungen in die Hände. Das Ganze resultiert natürlich aus etlichen Besuchen an Wahlständen, Videozooms, aus Pressekonferenzen, aus immer wieder getätigten Einladungen der Politiker. Und sie waren schockiert. Wenn wir gefragt werden, wie hättet ihr es gerne anders? Hier geht es um Daseinsvorsorge. Finanzieren könnte man das, wenn man den Reichtum in dieser Gesellschaft in der Sozialversicherung gleich verteilen würde, also mit einer solidarischen Bürgerinnenversicherung, die alle Einkommen in der gesamten Einkommenshöhe verbeitragt, also die Beitragsbemessungsgrenze abschafft. Für uns ist dieser Kampf in erster Linie erstmal ein betrieblicher Kampf, aber er hat natürlich auch eine bundespolitische Dimension. Und deswegen erwarten wir, dass die Bundesebene jetzt endlich auch das Thema PPR 2.0 aufnimmt, dass wir eine gesetzliche Personalbemessung bekommen im Krankenhaus und dass sie auch dafür sorgen, dass die Investitionsmittel auch fließen. Die Krankenhäuser, sie leisten Daseinsvorsorge und das ist öffentliche Aufgabe. Und da ist es mir auch egal, ob es ein kirchliches oder ein privates oder ein öffentliches Krankenhaus sind. Wenn die öffentliche Aufgaben leisten, dann muss das vom Bund auch refinanziert werden und das muss jetzt passieren. Ja, und am Ende haben wir 4 Wochen gestreikt. Das war mein längster Streik, aber ich glaube, das war auch an der Charité der längste Streik in der Geschichte. Und wir haben gewonnen. Wir haben durch die Nacht durchverhandelt und morgens dann haben wir einen super tollen Tarifvertrag Entlastung erkämpft. Dass wir verbindliche Personalregelungen haben für diverse Bereiche im Krankenhaus, dass, wenn diese nicht eingehalten werden, wir Freischichten bekommen. Wir haben bessere Ausbildungsqualität verhandelt und die auch erzielt. Und wir haben eine Angleichung der Töchterbeschäftigten an den TVÖD erkämpft. Anfang März hatten wir einen Organisationsgrad, also wie viel waren in der Gewerkschaft, von 10%. Ich glaube, wir sind jetzt bei 80%. Dann können wir auch was verändern. Wir sehen es jetzt im Kleinen in Berlin. Ich habe aber die Hoffnung, dass es sich deutschlandweit im Großen ändert, dass da bundespolitisch endlich mal der große Wurf gelingt und Krankenhäuser wieder gemeinwohlorientiert und auch finanziert sind. Also die Berliner Krankenhausbewegung inspiriert mich natürlich am Beispiel von anderen Kreissälen, wo das schon gut funktioniert hat, einen verbindlichen Personalschlüssel zu fordern, der auch umgesetzt wird. Und diese Hebammen haben mir erzählt, wie geil es ist, in diesen Kreissälen zu arbeiten. Und Arbeit in Kreissälen kann Spaß machen, wenn die Bedingungen stimmen. Kämpft für einen Tarifvertrag Entlastung, kämpft für mehr Personal und sorgt dafür, dass dieses DRG-System endlich abgeschafft wird.
Ja, ich kann nur noch mal einen Appell an die Klinikleitung in ganz Deutschland weitergeben. Wir sind unterwegs und wir ziehen das in allen Bundesländern durch, was wir hier in Berlin geschafft haben. Zieht euch warm an. Wir kommen.